Anders als oft behauptet, war früher keinesfalls alles besser. Aber einen Krug, den hatte fast jedes Dorf. Einen Ort für ein Bier oder auch zwei, einen Treffpunkt fürs Miteinander quatschen, lachen, sich streiten. Doch ein Lokal als Informations- und Organisationszentrale, auch für Siedlungen, die weit auseinander liegen, ist heute nicht mehr überall vorhanden. Also braucht es Alternativen, wie etwa ein Dörfernetzwerk. So wie es Andreas König erlebt hat, mittendrin in der brandenburgischen Gemeinde Nordwestuckermark, die 38 Dörfer umfasst und wo eine Kneipe auf Reisen geht, um Menschen zu verbinden. Gasthöfe sind selten geworden in den Weiten Nordbrandenburgs. Wo es keine mehr gibt, da muss eben ein Ort der Geselligkeit geschaffen werden, und wenn es nur für einen Abend ist. Wanderkneipe heißt das hier und ist eine der Ideen, die sich Katja Niels und ihre Mitstreiter von der Initiative Dörfernetzwerk ausgedacht haben, um die Bewohner der weit verstreuten Dörfer ihrer Gemeinde näher zusammenzubringen. Ich finde ja gut, wenn man so einen Keim in die Welt setzt und dann entsteht da was draus. Und das Wichtige war ja, dass wir irgendwie einen Raum schaffen, wo Leute zusammenkommen und wo diese Idee von diesen 38 Dörfern, die nämlich vorher tatsächlich bei vielen Menschen null im Kopf war, gar nicht. Das haben Leute echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die alle irgendwie ja zusammengehören. Ganz im Norden, ganz im Süden, dass die irgendwie zusammengehören. Und das war dieses Anliegen des Netzwerkes. Auf dem Hof Kokorin in Naugarten macht die Wanderkneipe dieses Mal Station. Vom Landgasthof sind nur die Räumlichkeiten geblieben, die man mieten kann für Hochzeiten und Geburtstage etwa. An diesem Abend, kurz vor den Brandenburger Kommunalwahlen, reden Kandidatinnen und Kandidaten darüber, wie sie ihre Dörfer voranbringen wollen, ehrenamtlich, wenn sie in die Gemeindevertretung gewählt werden. Ein ganz spezieller Wanderkneipenabend. Finde ich gut. Warum? Na, das bringt die alle zusammen, die Einwohner so ein bisschen, würde ich sagen. Das finde ich schon toll, wie wir so als Menschen zusammenkommen können und einfach reden können, andere Ideen geben können und zusammen eine Lösung finden können. Rund 30 Leute aus einem halben Dutzend Dörfer sind an diesem Abend zusammengekommen. Ja, es könnten mehr sein in diesen Zeiten, findet Katja Niels. Sie ist 2008 aus Mecklenburg hergezogen. Hauptberuflich arbeitet sie bei der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark. Die koordiniert und fördert die Arbeit von Vereinen. Eine Erfahrung, die Katja Niels bei ihrem Ehrenamt im Dörfernetzwerk hilft. Wenn Menschen sich beteiligen können, dann sind sie auch weniger anfällig, sich so super abgehängt zu fühlen, so völlig von allem verlassen und in eine Richtung zu rutschen, wo es dann nur noch heißt, die da oben und alles ganz schlimm. Ich glaube da fest daran, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das ist das, was wir machen können. Volker Wille aus dem 16 Kilometer entfernten Fürstenwerder hat es dieses Mal nicht zur Wanderkneipe geschafft. Vor 11 Jahren ist der Rentner aus dem Ruhrgebiet in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Hier kümmert er sich um die Bücherei und ist so etwas wie der Chefredakteur der Netzwerkzeitung. Die erscheint 4-mal im Jahr zusammen mit dem Amtsblatt. Ein guter Schachzug, sagt Wille, dadurch landet die Nordwestumschau auch in jedem Briefkasten. Um mehr Menschen zu erreichen, können wir uns nicht darauf beschränken, einmal im Monat uns mal für 3 Stunden zu treffen, sondern dann brauchen wir ein Medium, was unsere Pläne einfach auch gut unter die Nordwestuckermärker bringt. Und da war dann die Idee mit der Zeitung geboren. 3, 4. Und wieder blüht die Linde. Die Singebande aus dem benachbarten Dorf Zernikow hat es auch schon in das Blatt geschafft. Die Rentnerinnen proben einmal in der Woche. Doch nicht nur das, auch Dorffeste werden von ihnen organisiert. Man kommt ja sonst nicht mehr viel zusammen. Früher hat man sich im Dorfkonsum getroffen. Der ist nicht mehr da. Ne? Und dann ist das schon wichtig, dass man hier so eine Truppe hat. Einmal überzeugt von einer Sache sind viele Einheimische voll mit dabei. Das hat auch Volker Wille, der Rückkehrer, erfahren, etwa beim gemeinsamen Bäumepflanzen am See in Fürstenwerder. Das ist natürlich auch was Sichtbares, ein sichtbares Zeichen für, man kann was erreichen, wenn man die Ärmel hochkrempelt. Auch das wäre dann eine Geschichte für den nächsten Wanderkneipenabend. Eine ganz andere Geschichte jetzt und die handelt von sehr weiten Wegen. Denn